Die beiden gehen jetzt auf große Reise an den Gardasee. Das ist von hier aus natürlich von Österreich ein Katzensprung. Ihr fahrt circa 4 Stunden. 4,5 Stunden, ja. 4,5 Stunden, ja. Dich darf ich nur nach dem Namen fragen, muss ich dazu sagen. Du willst nicht so viel sagen. Ihr beide seid ein Paar, ihr seid verheiratet, oder? Quasi. Quasi, so ist das, ja. Ihr fahrt an den Gardasee mit einem kleinen Auto. Ihr habt so oder so einen ähnlichen bestellt. Der ist aber nicht gekommen, weil, du weißt ja selber, die Motoren sind nicht lieferbar und allem drum und dran. Jetzt hat man bei Easygoing gesagt, wir leihen euch ein Auto. Ist das fair? Den perfekten Boss, ja, für uns. So, das heißt, ihr habt im Moment kein Auto. Wir haben im Moment ein kleines Auto, aber mit dem kommen wir nicht weit. Okay, kommt ja nicht weit. So, dich darf ich nach dem Vornamen fragen, wie heißt du? Ich bin die Sabine. Hallo Sabine, und du bist der? Andi. Ja. Gardasee heißt in so einem kleinen Auto, da findet viel draußen statt, das Wetter muss ein bisschen mitspielen. Habt ihr geschaut mal, wie es ist? Das Wetter ist perfekt, der Wind ist perfekt, also wir werden eine gute Zeit haben. Ja, der ist groß, der Gardasee, wo geht's hin? Torbole. Ist das schön? Wunderschön. Ja. Du wirst zunehmen, warte, ich zeig mal gerade. Da unten gibt es viele Italiener, da kann man gut essen gehen. Ja. Selber kochen ist da nicht so angesagt, oder? Na, freilich, für das haben wir ja einen Boss mit. Habt ihr einen Boss mit? Ja, genau. Ich würde dich so gerne fragen, was du gerne kochst, aber ich darf ja nicht fragen. Nein. Wer ist denn bei euch so der Chef, was so das Klo wegbringen angeht, die Technik raufmachen, bist du das? Ich denke schon, ja. Okay. Du fährst auch? Ja, klar. Das heißt, deine Frau steigt ein, die macht gar nichts. Die chillt nur. So, wir haben hier die Macher. Das ist ein Auto, das habt ihr gebaut. Ihr habt ein bisschen Probleme mit den Fahrgestellen, aber das trifft nicht nur euch alle. Ja, natürlich, wir haben Wartezeiten, wir haben auch manchmal unerwartet lange Wartezeiten diesbezüglich, aber ja, wir suchen halt dann einfach eine Lösung, die für Kunde und Firma passt, sodass alles am Ende des Tages wieder diplomatisch ist. Ja, wir sind bei Easygoing, ihr seid ein Hersteller von wirklich Ausbauten, die ich so in der Perfektion selten gesehen habe, muss ich sagen. Wir sind in Oberösterreich, unweit der deutschen Grenze. Du bist der? David? Und du? Martin. So, und du bist der? Andi. Andi und? Die Sabine. So, wenn ihr mal gerade zur Seite tretet, der ist Silber, die Farbe von deinem, den du kriegst, wie ist der? Schwarz wie die Nacht. Schwarz wie die Nacht. Der kriegt ja Aufkleber auch Easygoing drauf? Natürlich, sehr klar. So, ihr kriegt den fix und fertig, das bedeutet, du hast ihn bestellt, wann hast du ihn bestellt? Der ist März 21. Das ist ja schon ein bisschen her, oder? Ein bisschen, ja. So, dann Aber gut Ding braucht Weile. hat sich der Preis geändert seitdem? Nein. Auch nicht. Nein. Das ist ja auch gemein, weil die Kosten haben sich ja massiv geändert, der Preis nicht. Ja, das ist so. Also gerade in diesem Fall, da spielt uns einfach ein bestimmter Motor ein bisschen aus den Karten, aber das passt alles. Das ist der 140 PS Automatik, wir können es ja beim Namen nennen. Ist das ein Dieselbenziner? Ist ein Diesel, der es jetzt auch gar nicht mehr gibt, den hat es kurze Zeit gegeben bei Citroën, ist eine super Maschine, ist auch im Boss verbaut. Boss ist unser Vorführfahrzeug auf dem Tramper, Easygoing Tramper. Und ja, von dem her ist auch das ein guter Ersatz, dass man den Urlaub als Kunde heute noch so macht. So, das ist auch nicht gefaked, ihr fahrt wirklich in Urlaub jetzt, oder? Sicher, wir werden da ganz... Heute Abholung. Klar. So, wir haben mal so eine typische Übergabe, wie wir es haben. Wir sind bei Easygoing, da ist es wird übrigens so geschrieben. Wie seid ihr denn auf Easygoing gekommen? Gut, Linz ist nicht so weit weg. So, ich kenne den David schon seit ein paar Jahren, da war er noch Fotograf und hat Longboards gebaut. Und der Kontakt war immer ein bisschen da und auf einmal ist für uns die Idee gereift, dass wir unseren Camper kaufen und ein bisschen die Welt bereisen wollen, weil unsere 3 Kids draußen sind. Also die sind erwachsen. Und Was, ihr habt ein Glück? Ja. 3 Kinder, Vorname von denen? Tom, Lara und Marco. Die sind schon sehr groß. Wie Die groß? sind schon groß, 21, 23, 31. 31, so wie bei mir. Das heißt, ihr habt früh angefangen. Ich habe ja auch meine Kinder, meine Zwillinge habe ich bekommen mit 19. So ähnlich war es bei euch. Und ihr habt eigentlich alles geleistet, was ihr leisten musstet. Jetzt habt ihr ein bisschen Zeit für euch. Du darfst nichts sagen. Sicher. Na, wir machen ein perfektes Patchwork. 2 Kinder sind von ihr, einer von mir. Also Passt. wir kriegen das gut. Alles klar. Nee, du darfst ja nichts sagen. Ich will ja gerade mal schauen. So, ich zeig's mal gerade, denn ich sag mal so, die Kamera, das ist eine feine Sache. Der ist nicht zu groß und nicht zu klein. Ich frage dich. Naja, ist wirklich perfekt. Also wir können unten schlafen, man kann oben schlafen. Wenn es sonst eng wird, einer oben, einer unten. So, wir werden das gut austesten und er hat für uns die perfekte Größe.
Das ist so. Das heißt, man kann ihn im Alltag verwenden. Du kannst auch mal in eine Tiefgarage reinfahren. Definitiv. Das ist cool. Ja. Das war auch der Grund, dass wir uns für so einen Wagen entschieden haben. So, er ist auch nicht zu teuer. Wenn du überlegst, der VW-Bus, da zahlst du ein kleines Vermögen und hast von der Nutzbarkeit her, klar, hast ein cooleres Auto, mehr Werterhalt und so, aber der hier fährt auch. Das ist perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis und ich denke, der Werterhalt, Der wird als Camper. das wird sich noch ändern und wegen dem habe ich mir jetzt nicht gekauft, aber ich glaube auch, diese Option mit den PSA-Modellen ist perfekt. Das ist so. Also ich selber habe ihn vor 3 Jahren, ich hatte den allerersten damals noch übernommen, auch als Camper. Da hat sich viel getan. Ihr habt viele Detaillösungen gemacht. Also wenn es okay ist, spreche ich mal kurz mit den Jungs über das Auto, dann könnt ihr zuhören, denn es wird euch ja interessieren, was ist hier alles verbaut, was ist da alles drin? Ja, das ist unser Vorführfahrzeug, an dem werden aktuellste Entwicklungen sofort getestet, dargestellt und einfach auch immer wieder verfeinert. Wir nennen ihn den Boss. Also wir geben auch gerne unseren Campern einen Namen. Wir haben von der Fahrwerksveränderung, Höherlegung und auch die größtmöglichen Reifen für das Fahrzeug allgemein zum Beispiel verbaut. Wir haben Markisenhalter, die Eigenentwicklung sind, die es so nicht gibt für das PSA-Modell. Wir haben ein ganz besonderes Ausstellfenster und natürlich den gesamten Easygoing Tramper-Umbau von Basisumbau mit Schlafdach, Drehsitzen, Energiepaket, Lichtpaket, Standheizung. Also das volle Programm. Drinnen. Genau, der hat das volle Programm. Das ist, sage ich mal, die Maximalkonfiguration. Wenn du bei uns ein Neufahrzeug kaufst, was ja auch ab Werk möglich ist, auf Citroën und Toyota-Basis, kann man das draus machen. Natürlich auch, wenn man sein eigenes Fahrzeug bringt, kann man das draus machen. Wenn ich ein Neufahrzeug kaufe, ihr habt einige im Vorlauf, Genau. wie lange warte ich? Sie trudeln immer wieder so ein bisschen ein und ich sage jetzt, wenn man jetzt dran ist, ist man im Frühjahr unterwegs. Frühjahr 23. Richtig. So, ich zeig's mal. Hier vorne ist eine Markise dran. Das ist eine Fiamma. Wie funktioniert die? Zeig mal bitte. Das bei dem mal den Fiamma F35 Pro. F35 Pro, bitte. Das heißt, ihr müsst zu zweit daran. Ja, sehr schön. Wenn Sie uns das ein bisschen zeigen, ist perfekt. Ja, dafür Genau sind wir deswegen sind wir da, gell? So, das Coole ist, die wiegt nicht viel. Genau. Das ist auch, Ja. Sie ist auch so klein, dass sie wenig Windgeräusche macht. Ihr habt dieselbe dann später drauf? Wir werden dieselbe nehmen, ja. Also ich habe mich da schon ein bisschen eingelesen auch und die Jungs von Easygoing, die werden wirklich nur das Beste immer wieder verbauen, ja. Was auch Sinn macht. Ja. So, hier vorne siehst du, da ist eine Stange, Teleskopstange, die wird eingehangen. Trotzdem, ich glaube, in der Betriebsanleitung steht drin, man sollte sie einfahren, wenn man geht. Das ist was ganz Wichtiges. Das ist jetzt hier bei der Markise auch schlimm, weil sie kann nicht frei flattern. Sie hat die Stange hier mit dabei, weil das Wetter kann sich jederzeit ändern. Ja, gerade jetzt, wenn der Andi und die Sabine auf Urlaub am Gardasee fahren, würde ich aufpassen. Das heißt, am Campingplatz definitiv abspannen plus die Heringe verwenden oder eben abbauen, wenn man wirklich ein ganz gutes Gewissen haben möchte. So, du hast zufälligerweise eine Hilti da. Mach mal ein Loch für die Heringe. Geht so. Also in Kroatien geht das nämlich nicht. Da brauchst du wirklich eine Hilti, wenn du irgendwo stehst am Platz. Aber mein Tipp ist, wenn ihr länger wegfahrt, ein paar Stunden, du weißt nie, wie das Wetter wird, fahrt das Ding ein. Weil ich sag mal, da gibt es ganz, ganz böse Winde. Bora Bora, hast du schon mal gehört? Ja, klar. So, ihr wart schon unterwegs. Seid ihr Camper eigentlich? Ich war früher Camper durchs Windsurfen und jetzt steigen wir wieder ein. Ach, deswegen kennst du ihn auch, Skateboard und so. Du bist so ein der nicht ein Junggebliebener. Sehr cool. So, wir zeigen mal, mach mal auf bitte. Wir gucken mal rein. Der hat Türen, deiner auch auf beiden Seiten eigentlich? Ja, beiden Seiten. Dann hat er hier eine fette Kühlbox. Wie kommt man da ran? In dem Fall ist das Bett aufgebaut, da ist es etwas schwieriger ranzukommen, beziehungsweise ja, nur wirklich schwer möglich, dass man da eine Kleinigkeit bekommt. Ein bisschen geht, also ich komme ans Bier, komme ich noch ran. Genau, da geht es hinaus, So. eine Bierdose oder ein Fläschchen. Aber sonst würde man natürlich den Alltagsmodus aktivieren, den Easygoing Vanlife, das Vanlife-Modul Sport quasi zusammenfahren, die Sitze drehen und den Tisch aufbauen. Dann wäre das quasi der Chill-Mode bei Schlechtwetter. Und ansonsten gerne hier unter der Markise sich gemütliche Zeit bereiten. Ihr habt eine Besonderheit dort drüben auf der anderen Seite eingebaut. Das geht normal nicht. Da ist ein
Ganz tolles Fenster drin von Dometic Seitz und das passt so da rein, als wäre es schon immer so drin gewesen, aber das habt ihr eingebaut, oder? Sollen wir es mal von der anderen Seite gucken? Ja, gerne. Weil das ist schön gemacht, das wäre auch drin bei denen, das gleiche Fenster? Weiß ich jetzt nicht, ob das konfiguriert wurde. Es ist auf jeden Fall eine Umrüstlösung und da wurde das original bestehende Fenster rausgeschnitten und unsere Nachrüstlösung, das Ausstellfenster, eingebaut. Ja, da mein Tipp ist übrigens, Sie haben es jetzt abgerundet, das gibt es auch eckig, da kann man sich böse verletzen. Ich glaube, beim Runden ist es nicht mehr so schlimm. Das ist leider in Kollisionshöhe, also passt auf, wenn ihr es ausmacht. Definitiv, also ausgestellte Ausstellfenster können gerade in der Nacht auf Augenhöhe ganz böse. Ja. Habt ihr gehört? Wir haben ein Schiebefenster. Ein Schiebefenster, so, das ist so. Aber das auch, nee, ich sage aus eigener Erfahrung, dass die ganz böse Aua machen können. Wenn sie nämlich hier drin sind und das geht eigentlich bei dem, weil es nicht so weit rausgeht. Aber das große Dometic Seitz, was auch noch Ecken hat, Ja, das S4. das genau. S4, das ist übel. Aber das habt ihr gut gemacht, das da. Das heißt, das kommt mit der Blende oder wie? Genau, so wie du es hier gesehen hast. Also innen ist die Verkleidung mit dem Schafwollfilz und außen ist es genauso, wie du es hier siehst. Sehr schick. So, hinten. Ist hinten irgendwas geändert? Nee. Nee, das sind ganz normale verdunkelte Scheiben, wie sie in dem Fall ab Werk im Fahrzeug waren. Und da ist halt einfach diese Anschlussoptik ganz wichtig. Wir haben da Aluminium, Hochglanz lackiert, dass das auch matcht. So, hier ist die Reimo-Schiene. Übrigens, wenn man die hier nicht zuschlemmt, dann süfft es ins Auto rein. Das machen viele nicht. Und die Reimo-Schiene ist wirklich gut. Ihr arbeitet stark mit Reimo bei den Schienen zusammen, gell? Genau, also Multirails kommen fast ausschließlich von Reimo und auch da bauen wir unsere eigenen Adapter, die es für dieses Fahrzeug eben nicht gibt. Fiamma F35 Pro, da haben wir jetzt eine Neuentwicklung, die da vielen Kunden Freude bereiten soll. Also ich hatte eine Markise drauf, da musste ich mischen. Es gibt nämlich eine von Fiamma, gibt es die Halterung und die passt auf die Dometic, wenn du sie anschraubst. Das braucht ihr nicht, ihr habt eine eigene gebaut. Ja. Richtig, genau. Also in dem Fall hat es wirklich keine Lösung dafür gegeben. Die einzige Möglichkeit war hier über den Keder ein Vorzelt oder ein Tarp zum Beispiel einzuziehen. Wir haben unsere Entwicklungsabteilung genau aus diesen Gründen, dass wir diese Konzepte auch wirklich abrunden, weil das kleinste Detail macht es einfach dann perfekt. Ich hatte ja den Bus. Darf ich dir einen guten Tipp geben, was du mit der Leiste machen könntest? Was denn? Du stehst in der Sonne und du kannst hier vorne einfach einen Tarp einziehen, damit die Sonne das Auto nicht aufheizt. Das ist so genial, wenn du es auf beiden Seiten hast, weil du weißt ja nicht, wie du stehen kannst manchmal, oder? Das ist so. Natürlich, also gerade wenn man einen Reisestil verfolgt, wo ich heute da schlafe, morgen dort, muss man sich auch immer den Gegebenheiten anpassen. Da ist es halt gut, wenn man verschiedene und kreative Lösungen rund um sein Fahrzeug entwickelt. Schwarz, das heißt Aufkleber kommen ja drauf, die später rein, Easygoing Tramper. Van Your Life steht drauf. Ich bin mal sehr gespannt. So, Aufstelldach, zeig mal bitte, wie das aufgeht und erklärt es mal bitte, dass wir das sehen. Ist das aktuelle Aufstelldach, was ihr drin habt? Bei dem? Genau, das ist das SCA 262, State of the Art, super Produkt. Wir arbeiten sehr, sehr gerne mit der Firma SCA zusammen. Hatten auch gestern Besuch von der Frau Battista, unsere Ansprechpartnerin dort. Also auch Support und Qualität ist einfach das, was uns passt und was für uns genau das Richtige ist. Ja, das Coole ist, das Fahrzeug hat selbst eine elektronische Anti-Schlupfsteuerung, bei dem die natürlich den Allrad nicht ersetzt, aber wirklich gut funktioniert, muss man sagen. Genau. Also auf einer Wiese oder so. Also es ist erstaunlich, wie gut diese, wie nennt sich das genau? Grip Control, genau, wie gut das funktioniert. Du hast verschiedene Modi zum Einstellen und es fühlt sich tatsächlich an, als fährt man plötzlich Allrad. So, das Coole ist, der Reifen ist das Allentscheidende. Das geht natürlich noch gröber. Ist das hier eine gute Alternative? Ist das ein Winterreifen? Ja, ist Winter wie Sommer, also ein Ganzjahresreifen mit Schneeflockensymbol. Das in dem Fall ist ein General Grabber AT3. Ist aus meiner Erfahrung raus einfach der beste Kompromiss zwischen Straße und Überland. Ist gar nicht so laut, oder? Nein, das ist wie ein Winterreifen, kannst du sagen. Der BF Goodrich, den viele gerne mögen, weil er ein bisschen blockiger aussieht, ist da einfach nur mehr ein bisschen was gröber und dementsprechend auch lauter. Das heißt, also der Reifen ist das Allentscheidende. Es bringt auch kein Allrad, wenn du keine guten Reifen hast. Auch die sind in der Wiese schnell zu. Ja, klar. Also, ja. Also die Reifen sind auch bei dir drauf eigentlich, die Felgen schon, die Reifen nicht. Die Reifen nicht. Du machst normale Reifen drauf. Das heißt, ihr seid eher etwas gemütlicher unterwegs, oder?
Das werden wir dann sehen. Aber ich denke schon, ja. Denk schon. Ja. Was denkst du, wann sein Auto kommt? Also ich hoffe bald, im Herbst, Herbst. vermutlich. Ja. Ist ja nicht so schlimm. Du, und ist ja so, das ist ja schon eine lange Wartezeit. Du wartest aber gern, oder? Du, definitiv, bei dem Konzept, da musst du einfach warten. Also es ist okay. Und die Zeiten sind vorbei, dass ich mir wegen sowas Stress. Aber natürlich hätte ich ihn gern, ist klar. Aber er wird schon kommen. Okay, er wird schon kommen. So, zeig mal. Ihr habt was Besonderes gemacht. Ihr habt auf das Aufstelldach nochmal Querträger gemacht. Darf man das offiziell? Ja, darf man. Also man kann bis zu 50 Kilogramm auf das Aufstelldach zuladen. In dem Fall sind es unsere Eigenentwicklungen an Trägern mit Airline-Schienensystem oben. Hat Airline drauf? Ja, genau, richtig. Das sind Heavy-Duty-Airline-Schienen in grau eloxiert, sodass sie auch gut ausschauen und auch wirklich was halten. Wir haben unsere eigenen Trägerfüße, die dann auf der Seite noch ein M8-Gewinde haben, um Das heißt, zum man kann Beispiel doch- einen Tab zu spannen. Man könnte zum Beispiel auch das Solar könnte man auf die Airline machen, oder? Wäre möglich, da würde dann allerdings wahrscheinlich eher in Richtung Roof-Rack-Plattform gehen, damit das ein bisschen besser unterstützt wird. Aber ein festes Panel wäre da definitiv möglich. Ja. Ja, das Problem ist immer, das sollte ja nicht direkt aufs Dach geklebt werden, weil ich gehört habe, dass dann der Wirkungsgrad sinkt, wenn sie sehr heiß werden, dass sie ein bisschen Luft kriegen. Das war so die Idee und das könnt ihr auch machen, oder? Vielleicht schaust du kurz da oben, wir haben da ein flexibles Panel montiert und wenn du hinten schaust, da fehlt einfach die Abdichtfuge aus einem guten Grund, dass einfach die heiße Luft austreten kann und so optimieren wir das so gut es geht. Ja, genau. Hier vorne sieht man auch, wie das Ganze durchgeführt wird. Solar ist ganz wichtig, bitte denkt an Solar. Ihr baut nur Lithium ein mittlerweile, oder? Kann man fast so sagen, ja. Nicht nur, aber der Trend ist absolut dort, ja. Lithium-Polymer, das große Thema, sind eigentlich Batterien, die kriegst du normal nicht mehr kaputt, oder? Lithium-Eisenphosphat-Batterien, ja, sind in der Güte, werden es immer besser. Man muss da allerdings sagen, wer billig kauft, kauft teuer und wir haben auch schon günstige Batterien, die ein schlechtes BMS verbaut haben, gesehen, wo dann bei dezenter Überspannung, wenn man mal das Falsche an den Wechselrichter anschließt, auch mal die Batterie nicht so gut davon kommt. So, bitte mal drehen. Auch hier ist der Sitz jetzt mal ausnahmsweise nicht elektrisch, oder der? Richtig, das ist ein manueller Sitz, ist viel angenehmer umzudrehen. Genau, es geht aber auch der elektrische, witzigerweise, habt ihr Genau. realisiert. Ja. Genau, wichtig ist, den Sitz hochzupumpen, dann drehen. In dem Fall geht es recht einfach. Wenn die Handbremse angezogen ist, muss man die Handbremse zuerst lösen. Das ist ein kleines Manko, wenn man ein bisschen schräg steht. Naja, das ist schon gefährlich. Ja, wobei mit dem Automatikgetriebe wird sich das Fahrzeug nicht wirklich bewegen. Okay, das heißt also, das lernt man. Das war bei meinem übrigens auch so. Mittlerweile haben viele Hersteller die Handbremsen links oder sie sind natürlich elektrisch, was auch ein Vorteil ist, hier jetzt noch nicht. Dann habt ihr hier euer Schlafsystem drin. Das ist universell oder speziell für das Fahrzeug? In dem Fall ist es für dieses Fahrzeug angepasst, aber wir bringen unser Vanlife-Modul Sport, wie wir es da jetzt haben, das sehr alltagstauglich ist, in jedes Fahrzeug rein. Egal ob VW T7 oder Citroën Berlingo, es lässt sich perfekt an das Fahrzeug anpassen. So, das ist jetzt Mikrofaser. Das hast du auch schnell wieder demontiert, wenn du das Fahrzeug mal wieder einsetzen willst im Alltag. Da vorne hast du Schnellspanner. Genau, das sind Wandenspanner, das ist eine starre Verbindung in Kombination mit weiter hinten sieht man dann noch einen Spanngurt, ist die Ladung optimal gesichert und kann aber genauso schnell auch wieder ausgebaut werden. Das ist jetzt kein Wohnmobil. Zulassung als Wohnmobil würde gehen in Deutschland? Würde gehen, auch in diesem Fall. Das würde man, ja, da muss man dann einfach gewisse Richtlinien beachten, aber würde man auch auf dem Tramper hinbekommen. Einen Kocher fest einbauen, glaube ich. Der muss irgendwie angeschraubt werden und nicht nur reingelegt. Dann ist es schon so. Jetzt Schlafkomfort, zeig mal bitte. Dicke Matratze, Lattenrost. Genau, also 10 cm starke Matratze, das ist das, was wir empfehlen. Wenn jetzt ein Kunde mehr Komfort möchte, dann können wir auch zum Beispiel eine 14 cm Matratze verwenden. Und unten haben wir unseren hinterlüfteten Lattenrost, der nicht nur eine gewisse Federwirkung hat, sondern auch dementsprechend die Hinterlüftung. Wer jetzt sagt, das ist physiologisch eigentlich in der falschen Richtung, Ja, hätte ich jetzt gesagt. da geht es einfach auch darum, dass man dieses platzsparende System umsetzen kann, dass das in der Länge auch funktioniert. Ist halt so. Wie ist der Schlafkomfort trotzdem? Ist gut? Also wir haben
durch die Bank wirklich immer nur sehr, sehr gute. Ohne kann ich es nicht empfehlen. Also ich habe wirklich mal ohne geschlafen. Du fühlst dich wie gerädert. Also Lattenrost ganz wichtig. Atmet auch, der Vorteil. Das heißt, die Körperflüssigkeit kommt raus. Genau. Also Dann kannst du es zurückbauen. Die Hinterlüftung ist essentiell. So, du schaust zu. Hast wahrscheinlich schon gesehen, oder? Aber ich habe mich schon ein bisschen vorbereitet. Aber nein, das System ist perfekt, also muss man wirklich sagen. Und du kannst ihn dann wirklich als Familie, als Alltagsauto nutzen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass du keine 2 Autos brauchst, gell? Ja, Denkt ihr schon an Parkplätze? Ja, Parkplätze vor der Tür. Also da wäre genug Platz. da ist genug Platz. Aber wenn du dann mit den Kids oder mit den Enkeln einmal wegfährst, ist das natürlich perfekt. Enkel. Opa bist du schon. Bonus-Opa. Ich auch, schon zweifacher. So, es ist also praktisch Oma und Opa gehen auf große Reise, so kann man sagen. Aber es ist ja so, das ist ja jetzt bei euch so, die Kinder sind aus dem Haus, das ist viel Glück. Das heißt, ihr genießt das, oder? Definitiv, ja. Er ist drin, wenn dich mal reinsetzt, setz dich mal rein. Mal gucken, er ist jetzt hier ein großes Exemplar einer Frau, weil ich muss ihn ja jetzt nehmen, weil da würde jetzt seine Frau sitzen. Ziemlich cool ist, dass du, auch wenn es mal doll regnet, du kannst auch hier drinnen dich mal vergnügen, kannst einen Wein trinken. Oder? Genau, perfekt. Ja. Die Kühlbox ist riesig. Die ist nicht ganz billig, muss man sagen, aber da ist auch wieder mal die Aussage von euch, wer billig kauft, kauft zweimal. Richtig, ja genau. Es ist eine Kompressorkühlbox von Dometic, die CFX35, CFX335, das neueste Modell, ist richtig schnell kalt und braucht relativ wenig Strom, also da sprechen wir von durchschnittlich ca. 35 Watt und da kann man mit einer 80 Ampere-Stunden Lithium-Eisenphosphat-Batterie 2-3 Tage wirklich durchkühlen, ohne dass die Batterie leer wird. So, und wenn man Solar und nicht Solar drauf hat, dann geht es sowieso, Autark. Ja. wenn es scheint. Ist sie sehr laut oder hört man die kaum? Also Kompressorkühlbox ist schon lauter als eine Absorber-Kühlbox beispielsweise, aber den Kompromiss geht man dann gerne ein. Ihr habt eine Besonderheit. Warte, ich komme mal kurz hier rum. Das ist ein bisschen, ihr habt einen tollen Boden hier drin. Genau. Mit Airline-Schienen? Nee. Also das sind jetzt die Originalsitzschienen aus dem PSA-Van. Wir bauen die Originalsitzschienen aus und legen dann diesen Bio-Bodenbelag rein. Was ist Bio? Das ist ein Rapsöl-Rizinus-Kreide-Mischung, alles Bio. Rapsöl, Rizinusöl und Kreidemischung ist es. Alles biologische Materialien, die dann mit einem speziellen Verfahren dann verpresst werden, sodass das wirklich ein Industriestandard ist, der Boden. Also nichts Erdöl oder so? Nein, nichts. Weichmacher. Keine Weichmacher, wird schwimmend verlegt, das heißt die Schienen kommen raus. Da ist ja original so ein Nadelfilz-Teppichboden drin und alle Hundebesitzer kennen das Problem. Nadelfilz ist einfach mega kompliziert zum Reinigen und mit dieser Oberfläche hast du einfach den super Komfort, das recht schnell reinigen zu können und optisch ist natürlich auch ein Hingucker. So, ich zeige dir mal ein kleines Detail, das weißt du natürlich schon alles. Ich nehme an, dass ihr den auch hat, den Lüftungshimmel hinten, oder? Richtig, genau. Und ihr habt es geschafft, den Lüftungshimmel, wenn du mal gerade das Ambiente-Licht bitte einschaltest, weil der hat ja Lichtpaket. Hast du es bestellt, Lichtpaket? Ist dabei, ja. Ist dabei. Was Spezielles. Das heißt, wenn man jetzt im horizontalen Gewerbe ist, könnte man das auf Rot schalten, wenn es da ist. Das geht? Ja, wobei es nicht mit dem horizontalen Gewerbe, sondern eher mit den Mücken zu tun hat. Mit den Mücken. Es gibt Farben, die nicht so mückenanziehend sind. Gell? Richtig. Und Rot sieht man im Wald nicht. Das ist auch ein Vorteil. Ja. Richtig, ja. Für alle Stealth-Camper da draußen oder Schwarzcamper. Also roter ist die Wellenlänge ist nicht so weit, das kann man nicht so gut sehen und so. Das kannst du einstellen. Es flackert auch nicht auf der Kamera. Aber ich habe viele Lampen, die gepulst sind. Die ist nicht gepulst, weil es gibt Leute, die sind da empfindlich gegen so gepulstes Licht. Also es wird immer an- und ausgeschaltet, fängt an zu flackern. Victron Energy habt ihr verbaut? Richtig, genau. Also beim Licht jetzt nicht, aber unsere Komponenten verwenden wir zu 90% von Victron, ja. So, wir machen mal ein bisschen Platz hier. Jetzt wird gekocht. Nee, Spaß beiseite. Wir machen mal das Dach auf. Ja, also, gerne. da gibt es jetzt mittlerweile mehrere Sicherungen. Das Dach wurde laufend verbessert. Richtig. Also im ersten Schritt wird die Durchstiegsabdeckung gelöst. Das sind so Clipsverschlüsse, dann kann man das aufrollen. Und ich quetsche das einfach kurz da rein. Den Camper, wie ihr ihn hier seht, in Österreich 75, in Deutschland 65. Du liebst die Nova, habe ich gehört.
Eine Hassliebe. Eine Hassliebe. Ist aber in Österreich so, ihr zahlt eine Sonderverkehrssteuer oder Sonderabgabe für CO2. Richtig. So, das ist in ganz Österreich so, kennt man auch aus Holland. Da gibt es eine Luxussteuer auf alles, was einen Verbrenner hat. In Deutschland gibt es das noch nicht, aber mal gucken, was sie demnächst vorhaben. Die Deutschen kopieren ja auch gerne mal den Österreichern, wenn es um Kosten geht. Das ist siehe Maut. Kurz mal schauen. Fliegengitter, das heißt, gibt es da auch verschiedene Optionen, was für Fenster man drin hat? Beim Zeltbalg an sich wird das seitens SCA eigentlich so ausgeliefert. Das heißt, man hat auf 2 Seiten Fliegengitter und auf einer Seite ein Fenster, ein festes Fenster, einfach damit man auch bei Regen öffnen kann und nach draußen schauen kann. Das Cabrio-Dach habt ihr auch im Programm auf Wunsch? Ja, genau. In dem Fall hat es sogar die Panoramafunktion. Man kann dann den Zeltbalg völlig weggeben, um 360 Grad Sicht zu haben. Und das hier auch, oder wie? Genau, ja. Wo? Sag mal. Mach ich noch mal zu hier. Das heißt, ihr könnt am Gardasee sein und wenn ihr die Stechmücken mal hautnah haben wollt, dann kannst du es öffnen. Übrigens ganz wichtig, was viele nicht wissen, ihr habt eine spezielle Lüftungsfunktion in dem Dach drin, die die meisten erst wissen, wenn sie das Dach verkaufen. Hast du gewusst? Nee. Ganz oben ist ein Klettverschluss am höchsten Punkt Ja. und wenn du den aufmachst, kannst du lüften. Cool, okay. Wenn man das nicht erklärt, Man die lernt Leute nie wissen es aus. nicht. Nee, ist wirklich da oben. Siehst du da das Graue? Ja, ja. So, und das ist am höchsten Punkt. Und wenn du unten ein Fenster aufmachst, machst oben auf, dann zieht es erst durch. Okay, cool. Ja. Ich habe gerade erklärt, ganz oben ist noch ein Lüftungsschlitz in dem Dach drin. Das wissen viele nicht. Genau. Und das ist der wichtigste von allen. Das ist richtig, ja. Feuchte Luft steigt auf, warme Luft steigt auf und so kann das einfach austreten aus dem Zelt und man hat immer gute Luft. Es hat einen weiteren Vorteil, es geht bei strömendem Regen. Kannst du das auflassen? Also das ist der Vorteil, ja. Genau, weil es einfach da ein Vordach sozusagen hat und hier kommt kein Regen rein. So, siehst du, mal ein kleines bisschen klugscheißen muss ich ja auch mal, dass wir das haben. So, wir gucken mal gerade, jetzt ist natürlich die Stehhöhe so groß, dass du bist 1,90 Meter knapp, oder? 1,86 genau. 1,86, kannst super drin stehen. Ja. Und das ist ja für viele die Erfüllung. Das ist ja eine eigene Kategorie. Für die Kohle kriegst du ja schon einen teilintegrierten, ihr nennt die weiße Ware, die da ist. Wie gehst du damit um, dass Leute sagen oder jetzt in die Kommentare reinschreiben, da kaufe ich mir lieber ein richtiges Wohnmobil? Ja, das sind einfach 2 komplett unterschiedliche Ansätze. Und wenn ich mir einen Kombi kaufe und einen normalen Kombi, VW Charan oder was es da halt gibt, oder Passat, der kostet auch so viel wie ein Wohnmobil. Nur habe ich da einfach mehr vom Leben. Das stimmt. Also hier ein Auto habe ich vielleicht Jetzt ist ja, ich sag mal 65, da gibt es ja bei BMW nicht mehr so viel für. Das ist ja so. Also das hier ist ja quasi, ist das Wohnmobil der neue Porsche? Vielleicht, für manche. Dass die sagen, da kann ich viel mehr mitmachen. Also ich brauche nicht Ich glaube, viele Leute kommen drauf, dass sie vielleicht gar keinen Porsche, sondern einfach ein reisefreudiges Fahrzeug benötigen. Das Coole ist auch, wenn man Städtetouren macht, das ist natürlich ein tolles Fahrzeug. Ihr fahrt mal zum Beispiel, es gibt Länder, wo ihr gerne hinfährt, Italien habe ich schon mitbekommen. Definitiv, Kroatien, und dann hast irgendwo musst irgendwo reinfahren in die Tiefgarage und da ist das Auto perfekt. Gerade in Frankreich sind die Tiefgaragen sehr flach. Okay. Wirklich, also übel. Da musst du jeden Zentimeter gucken. Da habe ich Tiefgaragen gesehen, 1,85 Meter. Das wird sich dann nicht mehr ausgehen, aber Frankfurt Flughafen 2,10 Meter. Da bist du dann dabei, sogar teilweise noch größer. Ja, total cool. Das hier fällt auch nicht so als Camper auf, das Auto. Das heißt, ihr habt euch echt die Mühe gemacht, habt diesen ganzen Boden rausgenommen und habt es dann wieder reingemacht. Ja, also grundsätzlich wurden hier die Sitzschienen demontiert und dann wird dieser Biobodenbelag schwimmend verlegt. Das heißt, er wird nur reingelegt, die Sitzschienen werden wieder verschraubt, Verkleidungsteile rein und vorne kommt dann die Abschlussleiste noch dran. Kommt sehr gut an, ist wirklich optisch eine Verschönerung und auch in der Verwendung wirklich praktisch. Okay, der ist auch dicht, der Boden, wenn da was reinläuft? Ja, dicht würde ich jetzt nicht sagen, aber Wasser bleibt auf der Oberfläche und lässt sich dann super wegwischen. Schnell wegnehmen. Was hier auch noch eine Besonderheit ist, ein Produkt von uns, sind diese Ringösen. Sag mal, wie die gehen. Da brauche ich jetzt vermutlich ein Werkzeug. Im Grunde, ja, der ist jetzt etwas locker. Im Grunde ist das ein Gewinde, trapezförmig, ein Nutenstein sozusagen mit einer Schraube. Ihr verkauft die einzeln? Ja, die verkaufen wir einzeln im Onlineshop auf www.easygoing.com.
und kommt sehr gut. Das ist eigentlich unser bestverkauftes Produkt derzeit. Also irgendwie hat Stückzahlmäßig mal. Genau, ja. Preislich ist es natürlich nicht so hoch. Preis, was kostet? 11,90 das Stück. 11,90. Also wer es nicht hat, liebe PSA-Freunde, das passt natürlich nur auf den PSA, oder? Das passt auf den PSA-Van richtig, aber das, der PSA-Van oder das Stellantis-Van, wie jetzt die Gruppe heißt, wird da mittlerweile von 5 Marken bespielt. Toyota hat ihn, er hat Citroën, Peugeot hat ihn, Opel. Richtig, und ganz neu Fiat. Fiat hat ihn auch. Fiat hat ihn ja auch vorher gehabt, muss man sagen. Also das ganz alte Modell war ja auch Fiat. 6, oder? Ach, glaube ich, ja, genau. Nee, nicht 806, der hieß Expert TP. Aha, das Expert war dann TP. noch vor unserer Zeit. Ja, der ist, glaube ich, ausgelaufen, als der hier kam. War der irgendwie da. So, dann, dabei habt ihr einen Schwerlastauszug mit ganz viel drin. Auf der rechten Seite kann ich laden. Genau, auf der rechten Seite können wir noch Euroboxen reinstellen, das zeigen wir dann gleich. Oder eben durchladen. In dem Fall haben wir die Euroboxen weggelassen, damit der Andi da genügend Stauraum hat. Du surfst noch, Andi? Echt? Wir werden da wahrscheinlich das Subboard reinlegen, unsere Taschen, perfekt. Also ein Sub kriegt er da rein, Wie Taschen. man sieht, man kann dann im Alltagsmodus auch die Kühlbox entfernen und kann mal aus dem Baumarkt Sachen durchladen. Gleichzeitig ist man eben rückenschonend unterwegs. Blöde Frage, die Kühlbox passt aber hier nicht rein, oder? Doch, es gibt Kühlboxen, die genau auch da Gehen rein, aber die jetzt nicht. In dem Fall, die ist zu groß, genau. Okay. Aber auch da ist wieder Gestaltungsfreiraum für den Kunden möglich. Das heißt, es gibt ja auch andere Fahrzeuge, wo man dann breitere Auszüge hat und da sind dann Kühlboxen überhaupt kein Problem. Zeig noch mal gerade den tollen Einhandgriff, weil das ist ja sensationell. Du musst nur einmal runterdrücken. Für alle, die das jetzt sehen, sagen gähn. Das ist ja langweilig. Fast alle muss man mit 2 drücken und ihr macht es mit einem. Ja, richtig. Das ist eigentlich ein essentielles Komfortbauteil bei uns. Also ohne dem könnten sich wir unsere Systeme nicht vorstellen und in Wahrheit ist das auch mit der Güte oder der Logik von der Funktion eines Heckauszugs einhergehend. Ihr müsst mir unbedingt von diesem Boden noch ein bisschen mitgeben, wenn ich gleich fahre. Der ist so schön. Und das ist ein Anti-Rutschboden, den habt ihr für euch ausgemacht, oder? Der drin ist? Ja, genau. Das ist eine industriell einsetzbare Anti-Rutschmatte. Funktioniert und ist auch recyceltes Material. Von dem her schauen wir auch da wieder, dass wir das Beste draus machen. Was ist das ein Gerät hier, was hier rauskommt? So, das ist ein Schwerlastauszug, der auch als Tisch verwendet werden kann hinten. Richtig, das kann deine Arbeitsfläche, deine Werkbank, deine Bar sein, gerade am Abend, wenn man dann hier in dem Fall das Licht auch ein bisschen dimmen kann. Ist das Serie, das Licht? Nein, das ist ein spezielles Lichtpaket. Aber ansonsten ist es beim Tramper Serie nur einschaltbar. In dem Fall dimmbar. Das habt ihr aber eingebaut? Ja. Das sieht aber aus, als käme es ab Werk. Ja, wir bemühen uns überall eben OEM-Qualität zu liefern. Was heißt ein OEM? Official Manufacturing. Fast. Er weiß schon fast, was OEM heißt. Original Equipment Manufacturing, ja. Das heißt was übersetzt? Dass man die großen Aufbauhersteller direkt beliefert. Genau, das ist so. Das heißt, ihr seid praktisch Automobilzulieferindustrie und das Ganze soll nicht aussehen, man sagt im Saarland geknaubt, also so als hätte es einer reingeschraubt, sondern das muss perfekt sein. Du bist so ein Perfektionist so ein bisschen? Ein bisschen schon, ja. Wenn du mir mal kurz verrätst, was du vorher gemacht hast? Ja, ich habe ein Versicherungsbüro. Das heißt also, Muss man genau sein. man muss genau sein, gell? Wenn dann nämlich irgendwas, ich sag mal, den Kunden verkauft wird, was dann später nicht stimmt, die prüfen das ja im Schadensfall. So ist es, genau. Ist ja doof, oder? Ja, dann genau. wird nicht bezahlt. Du warst aber kein Makler, oder? Ja, doch. Du warst Makler. Du warst also noch haftbar dafür, was du verkauft hast. Ja. Ja. Das ist ja, da muss man genau sein. Ich zeig's mal gerade. So, und jetzt habt ihr was gemacht? Wir haben jetzt den Heckauszug noch ausgestattet. Man sieht hier ganz gut, wie viele Euroboxen hintereinander raufgehen und dass sie dann auch schön arretieren, sodass sich alles in seiner Form bleibt. Das Coole ist auch noch, die kann man als Sitz und als Tisch verwenden. Das zeigen wir gleich mal. Aber hier habt ihr jetzt viele Module drin. Bitte mal erklären. Genau. Wir haben hier unsere Aquabox. Das war zu schnell. Nochmal zeigen. Das sind Pushlogs.
Genau, das sind Push-to-Open-Auszüge, relativ straff gehend, weil wenn das beladen ist und wir fahren, dann sollen sich die nicht öffnen. 4 aufgrund der Messe auch beschrieben. Und hier sehen wir zum Beispiel eines unserer Euroboxen-Module, die Aquabox. Die Aquabox hat einen 10 Liter Wassertank. Das ist nicht so schnell. Bitte nochmal hochheben. Du willst nicht, dass das andere kopieren. Gib's doch zu. Dann machst du doch noch schneller. Da kann es keiner mehr sehen. In dem Fall würde ich uns als das Original beschreiben und jeder andere ist offensichtlich. Ihr habt eine Powerbank da reingemacht. Richtig? Richtig. Und die hält ewig. Die hält 300 Liter Wasser. 300 Liter Wasser. So, die Powerbank, da ist die Pumpe mit drin. Das heißt, du kannst das Ding rausnehmen und es funktioniert trotzdem. Das ist dann bei den meisten nicht so. Also ich kenne das von einem großen Hersteller mit Ö in der Mitte. Da ist ein Kabel dann oftmals dran und das ist Wasser wie zu Hause. Richtig. Also im besten Fall hat man noch ein Silbersieb im Kanister drinnen, dann ist das Wasser dort auch konserviert, wird nicht schlechter und dann habe ich hier fließend Wasser in der Box. So, bitte mal die Box rausheben. Die funktioniert auch jetzt noch. Richtig. So, und dann hast du noch eine Frechheit gemacht. An der Seite ist noch ein Anschluss, Genau. damit du den auch nutzen kannst, USB. Das ist eigentlich ein Eingang, das heißt, ich lade hier die Aquabox, ohne dass ich die Powerbank rausnehmen muss. Also stell sie mal hin. So, das heißt, du kannst sie dann rausnehmen, kannst sie draußen benutzen, zum Beispiel auf dem Tisch. Kannst da auch den Grill drauf machen. Das ist der Ladeadapter. Genau, das wäre der Ladeadapter für den Zigarettenanzünder. Man kann das Ganze aber auch mit dem USB-Kabel laden. Toll. Das ist ja genial. Das heißt also, das Ding nennt sich XT Power. Ihr habt ganz viele Dinge zusammengesucht, die perfekt passen. Also das ist ja jetzt von einem Zulieferer. Auch diese Schüssel, kriegt man die nochmal nach in dem Durchmesser? Ja, definitiv. Also es ist oftmals schwierig, weil wir zum Beispiel bei den Kanistern mit der Corona-Krise viel Schwierigkeiten gehabt haben. Rotationsgussformen waren schwierig und sind bis dato einfach immer wieder ein Thema. Wenn da Material ausgeht, sind wir natürlich in gewisser Weise in dieser Variante durch den Standardkanister auch ein bisschen abhängig. Aber du kennst dich so gut aus, die Rotationsformen, du bist doch erst 31, ja? Wo hast du das alles gelernt? Bei Easygoing und durch Easygoing und vor allem durch meinen Kollegen, ja, mit Martin gemeinsam, haben wir sehr, sehr viel Erfahrung sammeln dürfen. Was hast du gelernt? Ja, ich habe in erster Linie Installateur gelernt, Gaswasserheizungsinstallateur in Also Deutschland. Gaswasser, nennt man das Scheiße. Klempner, genau, ja. Das war mein erster Bildungsweg. Ich habe dann noch technischer Zeichner gelernt und im Endeffekt war meine Passion aber immer Easygoing und deswegen haben wir vor 10 Jahren schon gestartet. Du bist Handwerker, sprich. Also Ja. du kannst auch, früher war ja so Handfeuer das Mittel der Wahl, das gibt es ja heute nicht mehr, heute ja. wird alles gepresst, oder? Gibt es immer noch diese oder diese Dichtfäden. Heutzutage wird sehr selten Hanf verwendet, aber genau, weil es einfach kein organisches Material ist und was auch natürlich gesund Verrottet, ja, genau. So, jetzt hast du hier, also das war jetzt das Spülmodul, die Aquabox. Dann haben wir noch unsere Dinnerbox. Die Dinnerbox ist im Prinzip eine Box mit Besteck. Boah, wie schön! Alles dabei haben, was wir benötigen. Besteck für 4 Personen plus ein bisschen Gewürze. Ein paar so Essentials für die Küche. Warte, ich zeig mal, das ist schwarz. Gibt es die so zu kaufen oder ist das eine Eigenentwicklung? Nein, das ist absolut Eigenentwicklung. Absolut Eigenentwicklung. Das heißt, kann man die im Shop kaufen, die Box? Richtig, gibt es bei uns im Webshop. Echt In verschiedenen Farben, in dem Fall in Rot. Schwarz wäre auch ein Klassiker, So. gibt's aber auch in Petrol. Da draußen sind also jeweils Gewürzstreuer mit dabei, aber auch winzige Salz- und Pfefferstreuerchen. Und Pfeffer, richtig. Ja, hier Und vorne. dann, Chili, Curry, je nachdem, was der Kunde halt möchte. Nimm mal gerade das Messer bitte raus, eins, dass man das mal sieht. Das ist schwarz eloxiert oder wie ist das? Ja, richtig. Oh, das ist schön. Das könnte ich mir zu Hause vorstellen, so ein Ding. Aber ist nicht ganz günstig, aber es ist fürs Leben gemacht. Klappern, wie geht ihr damit um? Das ist eben auch mitunter einer der Gründe, dass wir das so gemacht haben, dass das Klappern eben weniger wird im Bus. Also es hat alles seinen Platz und Ja gut, wenn du es jetzt so machst, dann geht es nicht, aber also es ist wirklich wenig, weil ich binde immer mit einem Gummi meine Sachen zusammen, weiß nicht wie, aber vielleicht ist das sehr teuer. die Dinnerbox kostet 199 €. Zeig mal bitte, was drunter ist, dass wir mal sehen. Ach, das sind 2 Boxen. Eine ganz normale Eurobox, Stauraum. Man könnte hier zum Beispiel Geschirr, würde hier gut passen. Ja,
das ist eben das, wo sich unser Kunde selbst gestalten wird. Also das ist die Abdeckung. Das ist die Abdeckung, also wenn du da kurz reinfilmen kannst. Die ist übrig geblieben, nachdem ihr das montiert habt, gell? Na, eigentlich ist die da drauf. Die ist, keine Ahnung, die hat scheinbar der letzte Verwender nicht. Gott, ist nicht schlimm. Jetzt ist es drauf. Halb so wild. Jetzt Da ist kommt sie man eben zum FI-Schutzschalter. Normalerweise ist genau an dieser Stelle so ein Licht. Und wir haben nur das Licht rausgebaut und haben den FI-Schutzschalter so Integriert, als wäre es immer so gewesen. Als wäre immer so da. Wenn man diese Abdeckung runter tut, kommt man dann auch zu den einzelnen Sicherungen im Fahrzeug. Warte, ich filme das mal gerade da rein. Mach mal zu, bitte, dass ich das mal zeige, wie schön das gemacht ist. Das heißt, nichts da irgendwie, das muss so sein, als wäre es ab Werk so immer so gewesen. Das heißt, wie so, ich sag mal, ein California-Ausbau, oder? Ja, definitiv. So, das ist da drin. Also da ist der FI-Schutzschalter. Okay. Da war vorher einfach eine LED-Leuchte drin oder eine Halogenleuchte. Und wenn ich das rausgebe, dann komme ich da unten zu den beschrifteten Stecksicherungen fürs Fahrzeug. 12 Volt. So, mach nochmal auf. Das Coole ist, mit einem Handgriff. So, und dann hast du noch Hinten zum Beispiel den Kocher. In dem Fall glaube ich ist aufgrund der Messe ein bisschen doppelt gemoppelt. Genau, wir haben da hinten nochmal die Dinnerbox, aber zum Beispiel einen Gaskocher. Den müsste man beispielsweise fix montieren, wenn wir eine Wohnmobilzulassung möchten. Okay, aber ich kann hier die Boxen so konfigurieren, wie ich es möchte. Eine niedrigere Box mit einem Deckel drauf, vielleicht noch eine Anti-Rutschmatte wäre hier wahrscheinlich die beste Wahl. So, ich habe keine Studio dabei, ich will mich setzen. Was macht ihr? Ja, in diesem Fall empfehle ich dir eine Eurobox, die auch extrem praktisch ist, weil du sie ins nasse Gras stellen kannst. Und dann würde ich mir jetzt zum Beispiel mal so einen Notsitz. Ich sag mal gerade, das Wichtige ist, dass ihr die Beine überkreuzt, wenn er so sitzt. Nach dem 5. Bier ist das sinnvoll. Ich zeig mal gerade. Also es ist alles durchdacht. Hier vorne kann ich drauf kochen, da kann ich machen, kann ich tun. Die ganzen Materialien, die ihr verwendet habt, sind wasserdicht. Das sieht zwar aus wie Holz, aber es ist wasserfest. Ja, das ist eine HPL-Beschichtung, die man aus dem Haushalt kennt, ist super strapazierfähig, super wärmebeständig. Das heißt, auch die Bialetti kann ich da genau drauf stellen. Schneiden würde ich nicht drauf, weil ich den Abrieb nicht im Essen haben möchte. Aber ansonsten ist es mega strapazierfähig. Würde sogar gehen, aber wie gesagt, ich bin ja in den 70ern groß geworden. Mich kann nichts mehr töten. Es ist so, was irgendwie da ist. Besser als geimpft. Du kennst das noch, oder? Als man nicht gerade ausgucken konnte. 2, 3 Sandkuchen und du bist gesund für immer, ne? Ja, es geht heute nicht. Also ich denke nur, dass sie demnächst die Helmpflicht selbst für Fußgänger einführen werden, oder? Genau. Ja. So, ist das nicht ein schönes Auto? Ja, ist perfekt, wirklich. Also die Vorfreude auf den Urlaub ist jetzt schon sehr groß und auf dem eigenen dann noch größer. Ja. Ich muss mal fragen, ihr kennt euch jetzt so ein bisschen, ihr habt das nicht gefaked, du hast wirklich einen gekauft. Na ja, das war jetzt wirklich Zufall, dass wir jetzt gekommen sind und es ist... Hätte das sein können, weißt du, für so Filmaufnahmen? Nein, das ist richtig groß, dass man das jetzt auch mitkriegt. Ja. Und ja, coole Geschichte. Also es ist so, du kriegst ja solche Ausbauten so oder so ähnlich, kriegst du auch von anderen Herstellern. Ja, die sind mittlerweile auch nicht viel günstiger, muss man sagen. Also wenn du das mal richtig rechnest, was hier alles dabei ist und hier, du hast ja jeden Tag Freude dran, weil das ist einfach fürs Leben gebaut, oder? Ja, absolut. Also wir verwenden immer Materialien höchster Güte und die sind langlebig und sollen Freude bereiten. Hängematten, das ist ein wichtiges Thema. Ihr habt euch Gedanken gemacht. Hast du schon gesehen, den Hängemattenhalter? Ja, die haben wir auch schon mit dann. Ja, zeig mal bitte, wie geht das? Du brauchst einen Baum nur noch. Ja, genau, du brauchst einen Baum. Wir haben jetzt leider keine Hängematte da, aber vielleicht können wir noch schnell eine organisieren. Ja, hol schnell mal eine. Wir haben auch keinen Baum, muss ich sagen. Ja, aber ein Tor oder so, irgendwas finden wir schon. Also wir haben hier eine Airline-Schiene, die verklebt und verschraubt ist, sodass man die wirklich gut belasten kann, auch auf Querscherkräfte. Die hängt wo dran? Am Hauptholm. Ah, am Metall hängt. Am Metall, okay. Genau. Also es ist nicht ganz so leicht, weil darunter eigentlich Luft ist. Jetzt muss man da einen speziellen Aufbau verfolgen, aber ist nachrüstbar eigentlich bei jedem Auto, kann man sagen. Bei Transportern leichter und bei solchen Pkw-Varianten etwas
komplexer mit ein bisschen mehr Montage. Der macht Höllenspaß, der hier, weil nichts gegen den T6, aber wir reden hier über deutliche Unterschiede. T6, ich meine, hier kostet es 65 in Deutschland. T6, da liegen wir wahrscheinlich schon bei 20, 30 mehr. Ja, genau. Also wenn man ähnlich gibt es bei T6 nicht, weil da bist du beim California Beach. Wenn wir einen Roamer auf T6-Basis bauen, dann geht es so ab 90.000 Euro, ab 80.000 Euro. Und wenn kauft man ja Allrad dann. Genau, das ist ja auch der Hauptgrund, warum man sagt, okay, der Citroën passt für mich vielleicht nicht, weil ich Allrad möchte und da die Variante über den Dogel-Umbau noch schwieriger darstellbar ist, als es ohnehin schon ist, ein Fahrzeug. Also wenn schon, denn schon. Aber du sagst, mit dieser Elektronik, die drin ist, hast du auf Schlechtwegen, auf Matsch, auf Schnee, das ist wirklich, fühlt sich an wie Allrad, oder? Es fühlt sich jetzt nicht an wie Allrad, aber man hat ein gutes Gewissen und die Praxis also zeigt nur, auch, dass das passt. Genau, dass ihr versteht, wie das funktioniert. Da ist so ähnlich wie bei Subaru, sind so, ich sag mal, Kupplungen drin. Irgendwie ist ein Computer drin, der das Drehmoment so exakt macht, dass die Reifen nicht durchdrehen, auch egal wie der Untergrund ist. Ja. Man muss einfach ein bisschen da vertrauen auf die Elektronik. Mittlerweile Mercedes-Benz hat es ja im neuen Allrad automatisch drin. Da gibt es ja keine zuschaltbaren Sperren mehr. Da geht alles elektrisch. Ja. Gut für Umrüster in hoher Qualität wie Igelhaut und Co., die dann noch einen echten Allrad bauen. Das ist so. So, das ist eine Hängematte von Ticket to the Moon? Ticket to the Moon. Ja. Ist sie dabei? Ist nicht dabei, aber gibt es bei uns und auch da ein Produkt mit gutem Gewissen. Die Jungs und Mädels von Ticket to the Moon haben in Bali eine Community aufgebaut, die von diesen Hängematten lebt und von der Produktion dieser Hängematten. Bali bei Linz, nehme ich an. Ne? Bali bei Linz. Nur mit etwas mehr Sonne. Etwas mehr Sonne. Also die sind in Bali, haben eine Community, machen die Hängematten. Ich habe aus China jetzt Hängematten zum Testen gehabt, muss ich sagen, auch nicht schlecht. Aber das Problem ist, wenn du die zusammenpackst, sind die so eng im Packmaß, dass du jedes Mal dir einen abwirkst, um die wieder in den Beutel reinzukriegen. Ja? Das passt da ganz gut. Ja, das ist nämlich, wenn du die oft verwendest, dann freust du dich nämlich immer wieder. Da muss gleich einer rein, das weißt du. Wir müssen es ein bisschen mehr spannen. Wir müssen ein bisschen mehr spannen. Der Dialekt, das ist so ein bisschen bayerisch, ist da drin im Österreichischen, gell? Stimmt, ja. Ja, so ein kleines bisschen. Ja, freilich sind auch unsere Freunde, die Bayern. Die sind ja nah nebendran. Ihr seid ab und zu mal in Deutschland? Ja, wo meistens? Bayerischen Raum. Chiem. Bisschen München, ja. Sehr schön. Das ist, wir haben das letzte Mal haben wir uns nämlich beömmelt, haben gesagt, hier Südtirol, Österreich, die Bayern, das ist alles eins, oder? Du, ich sage jetzt, wir sind uns alle sehr ähnlich und das macht es halt dann oft ganz spannend. Ja, es gibt ja Gebiete, wo die Leute wirklich in Österreich arbeiten, das habe ich schon gefilmt, also dann täglich rüberfahren und so weiter, also da merkst du keinen Unterschied mehr. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt holt er die zweite am Reck. So, er hat wahrscheinlich kein Vertrauen. Doch. Jetzt müssen wir eben 2 Autos zusammenspannen, aber passt. So, das machen ja viele in der Vanlife-Community, die zu 2, zu 3, zu 4, zu 5 stehen. Das sind oft so Pick-up-Szene, kennst du? Ja, ist ja mega cool einfach auch, wenn man gemeinsam einen Stellplatz schafft, wenn man seine Autos miteinander kombiniert. Das ist, finde ich auch sehr cool. Das Ganze bitte nicht in Stellplatzradar reinschreibt, damit wieder 10.000 kommen, ihren Müll da lassen und so. Also ihr fragt die Bauern schon, wenn er irgendwo steht? Oder? Ja, definitiv. Also wenn wir fahren, wenn wir frei unterwegs sind, dann gilt immer ein bisschen der Grundsatz, so wie du in den Wald hineinrufst, so kommt es zurück. Und wenn man offen und umsichtig durch die Welt geht, dann wird man auch noch eine Zeit lang schöne Stellplätze verwenden dürfen. So, jetzt der Kollege, du bist der? Ich bin der Michael. Hallo Michael, du machst das Marketing hier und der Hängematten. Und der Hängematten Heinz jetzt. Cool. Ist die gut, die Hängematte an sich? Super. So, jetzt gehen wir mal rein. Ich werde dich nicht fragen, ob du dich jetzt da reinlegst, denn eigentlich schon. Also müssten wir eigentlich mal fragen. Willst du? Mach mal. Nee, macht Sinn. Aber du könntest ja mal reinlegen. Das ist so dein... Nur für dich gemacht. So, jetzt erklär mal, wie man da reinkommt, wenn man 54 ist. Ah, sie geht rein, ja.
Zwei Leute gehen auch. Ist schon grenzwertig. Ist sehr grenzwertig. Eine Person, ja. Eine Person, ja, hat er gesagt. Jetzt muss man sagen, die Moni war es, gell? Moni war der Vorname? Sabine. Die Sabine ist ja leicht. So, einsteigen. Super, dann machen wir gleich da Urlaub, Schatzi. Ist das nicht toll mit dem Halter da oben? Super, nein, ist perfekt. Also wir freuen uns echt riesig, dass die Jungs da solche Konzepte entwickeln. Da brauchst du wirklich selber dann nichts mehr machen. Ist sie wirklich schon Oma? Ja. Weil sie sieht noch so jung aus. Ja. Oma. Ja, ich bin auch schon Opa, aber ist das nicht so, dass so das Thema alte Menschen, Oma und Opa, ihr seid jetzt super jung, wenn euch die Leute fragen, ja, finde ich schon, also 50, Okay, ja. das ist okay. Ja, ja. Das ist total genial. Also hier Hängematte und Co. Es geht wann los in Urlaub? Jetzt? Am Montag oder am Dienstag? Montag am Dienstag. Ja. Und du freust dich schon wie verrückt, oder? Ja klar, also der erste große Trip jetzt mit dem Post, das wird schon eine feine Geschichte. Ja. So, ihr könnt mir mal einen Gefallen machen, mach mal gerade das Schlafdach runter. Dann filme ich einfach mal rein, dass die Leute mal gesehen haben, wie es aussieht. Denn hier ist jetzt Cabrio-Feeling ist drin. Die Besonderheit ist, dass der Klimahimmel trotzdem installiert ist. Das geht normal nicht, das ist eine Eigenkonstruktion. Der hängt nämlich unter dem Lattenrost. Ja, genau. So, einfach mal runter machen. So, und das wäre jetzt genau, geh mal rein. Dann filme ich dich einfach mal hier drin, dass wir mal sehen, wie viel Platz wir hier haben. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Kuckucks, da ist er. Und du sagst, aufgrund des Lattenrosts, was da drin ist, schläfst du wie zu Hause auch oben, oder? Ja, sehr gut. Also das ist erstaunlich. Man traut es der Konstruktion so nicht zu, aber es ist wirklich gut. Ich mit meinem Sohn schlafe da oben ohne Probleme, immer gut. Sehr schön. Ja, wenn ihr sowas haben möchtet, ein kleines bisschen Zeit habt, die Toilette zeigen wir auch noch gerade, die ist hier vorne drin, das ist eine Trenntoilette. Genau. Deckel abnehmen und aktuell noch nicht in Verwendung. Grundsätzlich flüssig wird vom Festen getrennt. Das Flüssige wird aufgefangen in einem Tank, den man dann ausleeren kann, und der Feststoff kommt in einen Kübel mit einer Tüte, biologisch abbaubarer Tüte, und dann kommt noch ein bisschen Streugut drauf. Das haben wir jetzt eben, so wird das ausgeliefert. Danach wird das da in diesem Beutel gelagert, um auch die Feuchtigkeit aus dem Feststoff rauszuziehen, damit auch Gerüche sich nicht ausbilden können. Kaki, die nicht feucht ist, stinkt auch nicht. Das ist so das, was ich höre, das riecht zwar anschließend, man muss nicht dran riechen, aber man muss es nicht jedes Mal. Das heißt, man kann 2-3 Mal reinmachen und dann die Tüte zumachen, oder? Genau, in der Praxis wirst du dich aber recht bald wieder von deiner Tüte entledigen und trennen. Ach so, ist das gut. Die Tüte ist auch ein bisschen gefärbt, dass man nicht so direkt sieht, was drin ist. Das wollen ja Leute auch haben. Also eine weiße Tüte wäre jetzt nicht so gut, oder? Ja, das passt. Ist ja grün. Ja. Passt. Easy Going. Das ist so, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Der ist ja schon, Inc. ist die praktisch Firma. Ja, genau. Also wir haben vor 10 Jahren, wie wir gemeinsam Sachen gebastelt haben, immer wieder mal vor Herausforderungen sind wir gestanden und haben uns dann selbst gefragt, können wir das schaffen? Und dann war es immer so, easy going, machen wir schon. Und so mit viel Zuversicht dieses easy going im Sprachgebrauch gehabt. Und um das Ganze dann als Marke auszubilden und etwas zu internationalisieren, haben wir uns für das EasyGo Inc. entschieden. Und so sind wir zu unserem Namen und dann in weiterer Folge auch zu unserem Logo gekommen. Ja, ich zeige es nochmal gerade, wenn du mal gerade deinen Koffer ein bisschen runter machst, dann sieht man kann die kaufen, die Kappe? Bald. Jetzt nach dem Video könnt ihr die kaufen, Preis steht dann demnächst fest. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr den haben möchtet, roundabout 65 mit der deutschen Mehrwertsteuer, so kann man sagen, wie er hier steht. Richtig, vielleicht noch das ein oder andere, ja, muss man dann mit Fahrwerk, Unterfahrschutz muss man dann gucken, aber so. Aber da ist schon die Höherlegung mit drin, da ist schon also ein paar Sachen, bitte nicht festnageln, das wird kalkuliert, das Fahrzeug. Lieferzeit, ihr habt ein paar im Vorlauf, wenn ich Glück habe, kriege ich einen, der Basic? Ja, also wenn man heute sagt, ich möchte sowas, kann man
entweder nächstes Jahr oder vielleicht mit ein bisschen Glück sogar noch im Herbst mit dem Fahrzeug auf. So, das wird ja individuell gefertigt, ihr habt viel im Vorlauf. Ihr habt nicht nur dieses Auto, ihr baut ganz viel T6, T7 haben wir heute gesehen. Ihr baut kleinere Fahrzeuge, was noch? Also wir bilden eigentlich das gesamte Spektrum ab mit unseren Materialien und unseren Umbaukonzepten. Wir bauen T6 Transporter bzw. T6.1 Transporter auf unserer Roma-Basis. Wir zeigen das mal ganz kurz. Erstmal euch mal vielen Dank, dir gerne. und deiner netten Partnerin. Und ich wünsche euch schönen Urlaub. Guck mal, das ist wie so irgendwie, wenn du das Ding noch ein bisschen aufhaltest, ist es dreimal so groß. Ja? Das ist so. Ich hoffe, du kriegst es wieder zusammen, du musst es nämlich gleich zusammenbauen. Ja, das schaffe ich schon. Kriegst du hin? Ja. Okay, so. Auch dir im Hintergrund. Ich danke dir. Und da steht zum Beispiel hier so ein T6, den werden wir noch mal filmen. Jetzt gibt es gleich erstmal was zu essen. Jetzt habe ich nämlich wirklich Hunger. Ich habe nämlich eben noch gesagt, es gibt nichts. Das ist natürlich ein Traumauto, Allrad. Das ist ein 6.1? Das ist jetzt 6.1, war ein Neuwagen. Wir haben damals eine Limited Edition gebaut von 3 Fahrzeugen. 2 davon können wir uns heute noch genauer anschauen. So, ich zeige mal Roma, easygoing.com, das Ganze ein bisschen Understatement, kann man natürlich schreiender haben. Hier kommt übrigens noch ein Klarschutz, also eine Steinstahlschutzfolie drauf und der Kunde kann auch ein bisschen mitwirken, aber das hier sind so die wichtigsten Teile, sind nochmal foliert, die also der Optik natürlich dienlich sind und B natürlich auch dem Steinschlagschutz, weil da kann ja immer irgendwas passieren. Ja, ihr seid in Linz, nicht in Linz, ihr seid in Welz, das ist ungefähr eine Stunde weg von der Grenze, einmal Richtung Passau, einmal Richtung München, also wirklich ruckzuck. Ihr habt Kunden aus ganz Deutschland, die herkommen, ihr seid nicht teurer als die deutschen Kollegen, weil diese Nova, also wenn man Preise sieht, sind die immer mit der deutschen oder der österreichischen Luxussteuer, so nenne ich es jetzt mal, ausgerüstet, die es ja in Deutschland nicht gibt. Der Deutsche muss die auch nicht zahlen. Der zahlt auch die deutsche Mehrwertsteuer, wenn das Auto nach Deutschland geliefert wird. Richtig, in dem Fall, weil es ein Fahrzeug ist, zahlt er die 19%. Es waren sogar mal 16. Es waren mal 16, ja. Gott. Habt ihr das gemerkt bei 16? Nicht wirklich. Aber da galt, glaube ich, das Auslieferdatum. Es hätte eh nichts gebracht, oder? Ja, aber man hätte schon ein paar Prozent sparen können. Da ist es. Und das ist er. Van Your Life ist euer Hashtag und das Ganze wird geschrieben EasyGo Inc. So, jetzt gibt es was zu essen. Komm, wir gehen mal kurz hin, dann zeigen wir das mal. Ihr habt einen Grill, ihr seid coole Typen. Wenn ich herkomme, am besten einen Termin machen? Auf alle Fälle, also bitte unbedingt vorher einen Termin machen, einfach aus dem Grund, weil wir uns auch Zeit nehmen möchten für unsere Kunden, um sie bestens beraten zu können. Und das ist das, was man vielleicht dann später auch noch kriegt, wenn nicht ein Kunde wieder irgendwas wegkauft bei euch. Genau. Da gibt es gleich was zu essen. Das ist nämlich ein Grill, der wird hier gebaut von Flair. Das ist der Hammer. Also nicht hier bei euch, sondern ganz in der Nähe. Ja, das wird in Niederösterreich gebaut. Wir sind ja in Oberösterreich zu Hause, eine Stunde von hier entfernt. Ein tolles Produkt, was einfach für uns im Betrieb ein super Treffpunkt ist, um sich auszutauschen, gemeinsame Sache zu machen. Es ist nicht einer gezwungen, den Grill bedienen zu müssen, sondern es kann jeder für sich dort sein Würstel oder sein Steak grillen und so ist es einfach ein Community-Treff hier. Ja, 31 und 33 Jahre, du bist 31. Ja. Du siehst aber ein bisschen älter aus, muss ich sagen. Du bist der Jüngere, oder? Du wirst oft jünger geschätzt. Nein, ich bin der Ältere jetzt, ehrlich gesagt, aber mir ist es ehrlich gesagt wirklich egal. Vollkommen egal. Also easygoing, 30 Personen fertigen in Welz. Die Autos für ganz Europa. Was ist das weiteste Land, wo man jemanden einen Camper gekauft hat bei euch? Ja, Norddeutschland und in die Schweiz. Das war's. Aber so Finnland noch nicht? Nein, noch nicht. Vielleicht kommt das ja bald. Danke. Tschüss euch allen. Servus. Ciao, ciao. Servus.